Du bist sportlich aktiv, bewegst dich gerne, aber immer wieder kommt es zu starken, stechenden Schmerzen vorne im Leistenbereich. Und manchmal sind die Schmerzen so intensiv, dass sie sogar ausstrahlen Richtung Bein. Dann bleib dran. In diesem Video erfährst du eine Ursache für diese Art von Beschwerden, was du dagegen tun kannst und was du vermeiden solltest, wenn du akut Beschwerden hast. Schmerzen vorne an der Hüfte können von einem Impingement kommen. Impingement ist ein Begriff aus dem Englischen und bedeutet anschlagen. Im Fall der Hüfte kommt es zu einem frühzeitigen Zusammenstoß von den Beckenknochen mit dem Hals von dem Hüftknochen. Die Ursache für dieses Zusammenstoßen ist eine veränderte Form vom Knochen. In manchen Fällen ist es die Pfanne, wo die Überdeckung größer ist als normal. In anderen Fällen kann es sein, dass der Hals hier von den Hüftknochen nicht so gut ausgeprägt ist. Das heißt, diese Kurve hier ist nicht so gut zu sehen und dadurch, wenn du jetzt halt die Hüfte nach vorne beugst, dass hier gegen die Pfanne stoßt. Die Bewegungen, wo als erstes diese Schmerzen ausgelöst werden, sind zum Beispiel Ende von der Beugung oder des Innendrehens der Hüfte. Mehrere Studien haben schon bereits gezeigt, dass Patienten, die an einem Impingement-Syndrom leiden, eher jüngere Menschen sind. Diese Patienten weisen im Vergleich zu Personen ohne Beschwerden eher geringere Kraft von den Hüftbeugen, den Außenrotatoren und die Adduktoren auf. Andererseits konnte festgestellt werden, dass die Stärken dieser Muskulatur plus Mobilitätsübungen zu einer Schmerzlinderung führen und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Und eine Auswahl dieser Übung zeige ich dir jetzt. Wenn du an einem Hüftimpingement leidest, ist es wichtig, deine Hüftbeuge zu stärken. Exzentrisches Training eines Muskels sorgt dafür, dass du nicht nur an Kraft gewinnst, aber auch die Länge nicht verlierst. Und eine gute geeignete Übung hierfür zeige ich dir jetzt. Du kannst es gerne mit Gewichtsmanschetten machen. Dadurch ist die Übung optimierter. Du kannst aber ebenfalls auch einen Kettlebell nutzen oder das Gewicht von einem Bein. Wichtig ist, um Effekte zu verstärken, brauchst du auch einen verstärkten Widerstand. Deswegen in irgendeinem Punkt brauchst du Gewichte. Das Gewicht solltest du dann an deinen Unterschenkel platzieren oder wenn du mit einem Kettlebell arbeitest, kannst du den Henkel um den Fuß machen. Du kannst dich auf dem Sofa hinlegen oder am besten ist es auf dem Tisch. Wichtig ist, dass du dich hinlegen kannst und dass das Bein nach unten kommt. Du solltest dich so platzieren, dass das Beckenkanten, die Po-Kante an der Liege ist, an der Kante vom Tisch ist. Dann legst du dich hin, ziehst das gesunde Bein zu dir ran. Dadurch bekommst du erstmal eine Stabilität vom Becken. Jetzt machst du eine Beuge von 90 Grad, sowohl von der Hüfte als auch vom Knie. Du ziehst das betroffene Bein zu dir ran und dann langsam runterkommen lassen. Das Wichtige bei dieser Übung ist genau dieses Abbremsen, wie dein Bein wieder runterkommt. Du ziehst es schnell hoch und dann langsam runtergehen lassen. Achte darauf, dass wenn du hier unten bist, dass du nicht so doll in Hohlkreuz kommst. Du solltest deine Lendenwirbelsäule in eine neutrale Position halten, das heißt nicht gegen die Oberfläche drücken, aber auch nicht zulassen, dass sie zu weit von dem Boden hochkommt. Hochziehen und langsam abbremsen, wie das Bein wieder nach unten kommt. Das Runterkommen vom Bein sollte mindestens 3 bis 5 Sekunden andauern. Du solltest diese Übung 15 bis 20 Mal wiederholen und davon 2 Serien. Kennst du jemanden, der sich ständig über Hüftschmerzen beschwert? Dann schick ihm oder ihr dieses Video.
Und wenn auch du aktiv etwas gegen deine Schmerzen tun willst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen, um aktiv für deine Gesundheit etwas zu tun. Bei der nächsten Übung geht es jetzt um die Stärkung der Hüftabduktoren. Diese Muskelgruppe ist besonders wichtig, weil die mitverantwortlich sind für die Beckenstabilität. Und dafür sollst du dich auf den Boden hinlegen, neben eine freie Wand. Du beginnst mit der Seite, die du arbeiten willst, nach oben. Das untere Bein lässt du ungefähr 60 Grad Hüftbeuge und 90 Grad Kniebeuge auf dem Boden, damit du erstmal eine stabile Lage hast. Dann leg deinen Oberkörper ab. Du solltest darauf achten, dass das Becken und die Lendenwirbelsäule gerade bleiben und du sollst sie ungefähr eine Handbreite, so 15 bis 20 cm von der Wand entfernt platzieren. Dann den Fuß bzw. die Ferse gegen die Wand drücken und als erstes das Bein leicht nach außen drehen. Jetzt hältst du diesen Druck nach hinten gegen die Wand, achte darauf aber, dass dein Becken bzw. die Lendenwirbelsäule gerade bleibt und jetzt bewegst du das Bein nach oben, achte darauf, dass du diese Außendrehung beibehältst und dann langsam wieder runter. Die ganze Zeit soll die Hüfte nach außen gedreht werden. Halt es oben in der Position und dann langsam wieder runterlassen. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass diese Außenrotation der Hüfte, dieses Außendrehen, Beschwerden verursachen kann. Achte darauf, dass du für dich in den schmerzfreien Bereich trainierst. Erst dann, wenn du die Übung in eine gute und schmerzfreie Haltung durchführen kannst, kannst du die Bewegungsausmaß verändern und noch weiter nach außen die Hüfte drehen. Auch hier willst du die Ausdauerkraft der Muskulatur trainieren. Und dafür solltest du 2 bis 3 Sätze durchführen für jeweils 15 bis 20 Wiederholungen. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dass du Übungen für Rumpf- und Beckenstabilität machst. Studien haben gezeigt, dass Patienten, die diese Art von Übungen in den Trainingsplan inkludiert haben, früher zurück zum Sport gehen konnten und deutlich mehr an Funktion der Hüfte gewonnen haben. Eine gute Möglichkeit, diese Stabilität zu trainieren, ist diese Übung an der Wand. Bei dieser Übung trainierst du sowohl die rechte als auch die linke Muskulatur, jedoch auf einen unterschiedlichen Fokus. Wenn du Beschwerden auf der rechten Seite hast, dann stellst du dich so hin, dass deine linke Seite an der Wand ist. Auf den rechten Bein wirst du jetzt stehen. Du beginnst die Übung mit ungefähr 60 Grad Hüftbeuge auf der linken Seite, so dass dein Knie jetzt gegen die Wand ist. Das rechte Bein solltest du leicht im Knie beugen und deine Hände kreuzt du jetzt vor deinen Rumpf und beugst jetzt deinen Rumpf vorwärts. Durch diese Vorwärtsbeugung hast du schon eine größere Aktivität von der Gesäßmuskulatur. Jetzt versuchst du mit der linken Seite dich abstoßen von der Wand. Das heißt, du machst jetzt halt eine Kraft von deinem Knie gegen die Wand, achtest aber darauf, dass dein Rumpf gerade bleibt und dass dein Becken nicht seitlich abweicht. Du bleibst also halten in dieser Position. Du stoßt dich mit der linken Bein weg, mit dem rechten hältst du stabil, den Rumpf bewusst vorwärts gebeugt. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz fällst, aber auch nicht gerade. Das heißt die normale Kurvatur der Lendenwirbelsäule. Bleib in der Position von 20 bis 30 Sekunden. In kürzester Zeit wirst du auch merken, wie aktiv deine Beckenmuskulatur in diesem Moment ist. Wiederhole diese Übung für 3 bis 5 Mal. Übungen wie dieses, wo du das Knie deutlich zu dir ranziehst und eine starke Beugung in der Hüfte kommen, werden deine Beschwerden verstärken bzw. können sie auch auslösen. Die solltest du erstmal vermeiden. Ebenso diese Art von Übungen, wo du eine starke Außendrehung der Hüfte hast, oder diese Art von Dehnungen. Weil all diese Positionen dafür sorgen, dass das Aufprallen von der Hüfte in der Pfanne sehr stark passiert
und dadurch werden deine Beschwerden in diesem ersten Moment erstmal schlimmer. Wenn du aber trainiert hast und langsam an diesen Bewegungen wieder reingeführt bist, dann spricht nichts dagegen, dass du in den zweiten Teil diese Übung wieder machen kannst. Ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter bei deinen Hüftbeschwerden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!